Du musst wirklich keine Angst haben, dass du allein da stehst. Isabel, ich habe beschlossen, das Kind nicht zu bekommen. Hallo Prinzessin Leia, vielen Dank für deinen Brief. Ja, und was schreibe ich jetzt? Ach, du willst ihm doch antworten. Ich verstehe gar nicht, wieso Tanja sie für so clever hält. Vielleicht, weil ich im Gegensatz zu ihr meine Ziele auch ohne Mord erreiche. Vielleicht sehen wir uns ja heute zum letzten Mal. Danke. Tanja pflegt ihre Mitwisser nämlich immer umzubringen. Bitte entschuldigen Sie, aber das Gespräch war sehr wichtig. Natürlich. Oh, Sie haben bereits unterschrieben. Für wann möchten Sie denn einen Termin machen? Ich weiß nicht. Nächste Woche hätte ich noch was frei. Mittwoch. 10 Uhr? Ich rufe sie an. Auf Wiedersehen. Lukas, ich bin's, Tanja. Es ist offen. Ist dir langweilig? Nee, kann man so nicht sagen, nee. Schade. Ich dachte, ich könnte dir ein bisschen die Mittagspause versüßen. Hey, sag mal, stimmt irgendwas nicht? Nein. Wirst du nicht vermisst auf Gut Schönberg? Nein. Martin hat gesagt, ich soll mich ausruhen und versuchen, auf andere Gedanken zu kommen. Naja, immerhin habe ich einen Selbstmordversuch hinter mir. Und Henning, was ist, wenn er dich sucht? Naja, lass ihn doch. Wenn er an mich denkt, denkt er nicht an Marie. Ich muss gleich in die Firma. Na, dann sollten wir uns beeilen. Und? Wie war dein kleines Tete-a-Tete mit Lukas Rohler? Kurz, aber nicht aussichtslos. Er ist doch tatsächlich für die Pleite der Karlsruher Kanzlei verantwortlich. Allerdings glaubt er, man könne ihnen nichts nachweisen. Danke. Tja, womit er recht hat. Wir müssen ja nicht unbedingt in seiner Vergangenheit stöbern, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Könntest du dich etwas deutlicher ausdrücken? Ich habe Rohloff ein paar Informationen über Tanja zukommen lassen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Nun, es gibt da ein paar Details in Tanjas Vergangenheit, die selbst ihn abschrecken werden. Wir können doch nicht warten, bis dieser Rohloff auf uns zukommt. Das werden wir auch nicht. Tanja hat bei ihrem angeblichen Selbstmordversuch einen ganz entscheidenden Fehler begangen. Sie hat sich im Krankenhaus von Professor Spangenberg behandeln lassen. Einem guten Freund der Familie. Hi. Hi. Keine Ahnung, ob mir Austern schmecken. Ich habe noch nie welche gegessen. Das sagt sie schon die ganze Zeit. Sag mal, kannst du nicht in deinem Zimmer lesen? Daraus wird leider nichts. Auf Gut Schönberg erwartet mich eine wahre Schönheit. Sag mal, bei den ganzen Trainingsstunden müsste Franziska ja bald Wimbledon gewinnen. Ja, wir arbeiten dran. Heute allerdings widme ich mich erstmal einer betagten englischen Lady mit Vergaserproblemen. Ach, das wollte ich dich eh fragen. Kannst du meine Karre auch mal durchchecken? Klar, aber erstmal ist Gabrielas Wagen dran. Gabriela? Ja, wieso? Naja, ich dachte, ihr beiden... Seit wir uns nach Arnos Hochzeit ausgesprochen haben, verstehen wir uns wieder ziemlich gut. Mio mag Pizza mit Lachs und Spinat.
Ich weiß von nichts. Also, falls mich jemand vermissen sollte, ich bin heute den ganzen Tag auf Gut Schönberg, okay? Mach's gut. Tschüss. Alexa, ich will ja nicht neugierig sein, aber Dann sei's doch nicht. als Bruder macht man sich natürlich so seine Gedanken. Nicht nur, weil die Telefonrechnung so hoch ist. Obwohl mir vielleicht gerade das Sorgen machen sollte. Und tschüss. Hey, das war nicht so gemeint. Nein, ich bin verabredet. Mit Franziska in der Stadt. Aha. Und Felix ist nicht zufällig in der Nähe. Nein, mit Neo bin ich erst heute Abend wieder zum Chatten verabredet. Neo. Felix ist Neo. Moment mal. Wenn Felix Neo ist, wer ist dann dieser Skywalker? Ein großer Irrtum. Wie ich mich auf unsere Villa freue. Angestellten im riesigen Park. Oder findest du es nicht schön? Wenn es überhaupt so weit kommt. Was spricht dagegen? Noch hast du Henning nicht mal geheiratet. Ja, aber ich bin auf dem besten Weg. Nach der Hochzeit? Du hast mir immer noch nicht erzählt, wie du dann an sein Vermögen rankommen willst. Uns fällt schon was ein. Und? Na hör mal, du bist Anwalt. Ich hoffe ja mal, dass ich nach der Scheidung eine gute Abfindung kassiere. Ja, aber Henning hat auch gute Anwälte. Aber du bist besser. Und was ist, wenn jemand von deinen Plänen mit Henning erfährt? Wer zum Beispiel? Zum Beispiel Clarissa von Anstetten, zum Beispiel Beatrice von Beinbach. Wieso bist du in letzter Zeit eigentlich so skeptisch? Das wäre doch schade. Um unser gemeinsames Glück. Uns wird schon keiner in die Quere kommen. Und wenn doch, es soll ja Leute geben, die bei tragischen Unfällen ums Leben kommen. Man kann beim Reiten stürzen, einen Autounfall haben oder sich ganz zufällig in der Badewanne das Genick brechen. Gut, danke. Tschüss. Oh, hallo. Hallo, ist Jule schon wieder da? Die suche ich auch schon den ganzen Nachmittag. Ja, wir wollten noch ein paar organisatorische Dinge besprechen. Sie wissen nicht zufällig, wo sie sein könnte? Nun ja, Ist was passiert? nein, Jule wollte einfach nur ein paar persönliche Dinge klären. Hätte sie mir aber sagen können, dass sie keine Zeit hat. Ich denke, das hat sie einfach nur vergessen in der Hektik und der Aufregung. Sollte ja kein Vorwurf sein. Vielleicht kann ich ihr ja sogar helfen. Das ist lieb gemeint, aber ich glaube nicht. Oh Mann, ich bin echt mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir Christians erstes Video sehen können. Mann, wenn Daniel für mich einen Song schreiben würde. Aber er interessiert sich ja nur für der zu bescheuerte Oldtimer. Hilf ihm doch mal wieder beim Reparieren. Überred ihn doch mal zum Chatten. Vielleicht komme ich ja so an ihn ran. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Stimmt. Tja, ist eben nicht jeder so süchtig wie Felix. Weißt du, was er mir heute im Chat verraten hat? Nein? Was denn? Was er als Kind immer werden wollte. Bestimmt Feuerwehrmann oder Astronaut. Falsch. Profisurfer und wollte auf Hawaii leben. Das passt zu ihm. Den ganzen Tag in der Sonne liegen und Mädels nachglotzen. Hi. Hi. Ist was? Nee. Ich stelle mir nur gerade vor, wie du im Hawaii-Hemd aussiehst. Aber sonst ist alles in Ordnung. Musste ich dich fragen, oder warum sitzt du nicht mehr am PC? Weil im Moment keine Leute im Netz sind, mit denen es sich lohnt zu chatten. Ein Gespräch für Sie aus Singapur. Kathi von Sterneck. Kathi, ich komme sofort.
Ist was? Nein. Ich habe nur gerade nachgedacht, Über was? wie so eine wunderschöne Frau wie du so skrupellos sein kann. Das, was ich eben gesagt habe, das geht dir nicht aus dem Kopf, was? Lukas, wieso fällst du immer wieder auf mich rein? Glaubst du wirklich, ich würde unliebsame Mitwisser einfach so beseitigen? Warum eigentlich nicht? Ich dachte, du bist immer so moralisch. Naja, wenn man so leicht ans Ziel kommt, kann man seine Moral auch manchmal vergessen. Das sind ja ganz neue Töne. Auch ich kann mich ändern. Ich wusste immer, wir sind ein gutes Team. Sehen wir uns morgen? Natürlich. Bis dann. Immer noch keine Nachricht? Ach Mann, versuch's doch einfach mal positiv zu sehen. Eigentlich hat sich der Zweck deiner Chataktion doch schon total erfüllt. Ja, du wolltest Infos über Felix und die hast du gekriegt. Super. Soll ich mir jetzt meine komische Liste übers Bett hängen oder was? Nein, aber strategisch vorgehen. Du könntest Felix auf eine Lachs-Spinat-Pizza einladen. Ganz toll. Und dann ruft diese blöde Kuh Kathi wieder an und Felix löst sich in Luft auf. Genau wie heute Nachmittag. Ach Mensch, Alexa, bloß weil sie einmal aus Singapur anruft, heißt das doch noch lange nicht, dass Felix keinen Bock auf dich hat. Ja, das sieht man ja. Ich warte schon 1,5 Stunden auf ihn. Und er telefoniert bestimmt immer noch. Das kriege ich raus. Hi Christiane, ich bin's. Kann ich mit meinem Bruder sprechen? Okay, danke. Telefoniert echt nur mit Kathi. Siehst du, mich hat er total vergessen. Ich will eine doppelte Portion. Hi. Gut, dass du da bist. Ich bin nämlich hergekommen, weil ich... Falls es um das No Limits geht. Ich habe gerade mit Frau Rhein telefoniert. Und hast du ihr gesagt, warum du sie versetzt hast? Natürlich nicht. Ich finde, das geht niemandem etwas an. Nein, na klar. Ich dachte ja nur, Frau Rhein ist selbst Mutter und sie hätte dir ja vielleicht irgendwie helfen können. Ich habe mich schon entschieden. Mein Entschluss steht fest. Als die Ärztin heute die Ultraschalluntersuchung gemacht hat, da wollte ich das erst alles über mich ergehen lassen. Ja, und dann konnte ich nicht anders. Ich habe trotzdem hingeguckt. Man konnte schon das kleine Herzchen schlagen sehen. Ja, und in dem Moment ist mir klar geworden, dass ich das nicht schaffe. Isabel, ich werde das Kind bekommen. Jule, ich freue mich so. Clarissa, jetzt sag doch endlich was. Wann hast du Tanja so weit, dass sie die Stadt verlässt, ne? Vertrau mir einfach. Sind die Austern frisch? Ja, natürlich. Guten Abend. Ach, guten Abend. Gräfin. Professor Spangenberg. Hallo. Hallo. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Angelo, 2 Gläser Champagner für die Herrschaften, ja? Sofort. Also, ich nehme dann die Austern für Sie auch. Ja, gerne. Dann genießen Sie sie. Ja, danke. Was verschafft mir die Ehre, Gräfin von Anstetten? Nun, ich habe gehört, Sie planen ein paar kostspielige Neuanschaffungen für die chirurgische Abteilung. Ja, in der Tat. Sind 100.000 genug? Oh, das ist mehr als ausreichend. Ach, sagen wir 200.000. Schließlich hat Tanja von Anstetten Ihnen zu verdanken, dass sie noch am Leben ist. Ein tragischer Vorfall. Geht's ihr inzwischen wieder besser? Ja, Gott sei Dank. Obwohl wir uns alle immer noch fragen, wie sie überhaupt an die Tabletten gekommen ist. Nun, wir sind in jeder Apotheke frei erhältlich. Dann sind Sie völlig ungefährlich? In hohen Dosen ist sogar Champagner gefährlich. Danke.
Danke. Wie verzweifelt muss Tanja gewesen sein, eine ganze Packung zu schlucken? Können Sie mir das mal erklären? Leider nein. Oder war es vielleicht nur ein verzweifelter Hilferuf und Tanja wollte gar nicht sterben? Gräfin von Anstetten, ich bitte um Ihr Verständnis. Aber ich unterliege der Schweigepflicht und darf mich dazu nicht äußern. Vielen Dank. Sitzt du immer noch da oder schon wieder? Beides. Bin so gegen 2 ins Bett, konnte nicht schlafen. Bin ich gegen 7 aufgewacht und hab gewartet. Wie du aussiehst, ohne Erfolg. Danke fürs Kompliment. Ach, wer weiß. Vielleicht hat Felix einfach nur ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Er traut sich jetzt einfach nicht mehr. Vielleicht schläft er noch. Oder er sitzt auch schon im Flieger nach Singapur. Unsinn. Endlich, da ist er, ja. Und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Selber guten Morgen. Waren wir nicht für gestern verabredet? Verabredet. Sorry, Prinzessin. Meine Ex hat angerufen und wir haben uns festgequatscht. Habt ihr nur selten Kontakt oder warum hattet ihr euch so viel zu erzählen? Oder wollt ihr es doch noch mal zusammen versuchen? Ja? Hey, Steff, cool, dass du dich meldest. Und? Was antwortet er? Oh, sorry, dass ich voll zu spät bin. Aber ich habe noch eine Wohnungsanzeige aufgegeben. Du willst ausziehen? Die Wohnung ist doch ideal für einen Quatsch, ich suche einen Mitbewohner, der sich vielleicht nicht vom Babygeschrei gestört fühlt. Ja, und vor allem einer, der auf den kleinen Wurm mal aufpassen kann, wenn du viel zu tun hast und no limits. Das wäre ideal. Ach, ich find's wirklich schön, dass du dich für das Kind entschieden hast. Ich auch. Obwohl ich natürlich Angst habe vor der Verantwortung. Hoffentlich schaffe ich das überhaupt allein. Erstens, du bist nicht allein, weil ich werde dir helfen, so oft wie ich kann. Und zweitens, wer sagt denn eigentlich, dass du das Kind allein erziehen musst? Du spielst aufs Niemand an. Hast du ihn inzwischen angerufen? Aber er ist der Vater. Ich meine, wenn er weiß, dass du schwanger bist, dann kommt er sofort nach Düsseldorf. Eben, und das will ich nicht. Warum? Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn er seinen Traum in Griechenland aufgibt. Und außerdem Angst, dass er mir das irgendwann vorwirft. Ja, dann sag ihm das. Simon wird das bestimmt verstehen. Vermutlich. Ich werde mit ihm sprechen, sobald ich mich sortiert habe. Und? Etwa noch immer keine Antwort? Ich habe bestimmt mal wieder genau das Falsche gefragt. Ciao, Alexa. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber ich wurde gestört. Außerdem musste ich über die Frage nachdenken. Verrätst du mir, was dabei rausgekommen ist? Kathi, so heißt meine Ex. Und ich sind nur noch Freunde. Hast du eigentlich einen Freund? Nein, ich bin solo. Und du? Nein, ich bin solo. Und du?
Ich bin zurzeit auch solo. Weiß ich doch. Und nach dem Stress mit Kathi... Soll das auch erstmal so bleiben? Zum Beispiel hier Amors Aussicht über ihrem Kamin, das wäre ein Clou. Oh, Sie entschuldigen mich, wir reden andermal weiter. Hm? Angelo, für mich bitte einen Espresso. Natürlich. Oh ja, für mich bitte auch. Gerne. Kein Wort war aus ihm rausgekommen. Gräfin, ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Jetzt betrachte es doch mal von der positiven Seite. Unsere Spenden retten Leben. Davon werden wir Tanja auch nicht los. Ja, aber dass Spangenberg sich an die ärztliche Schweigepflicht gebunden fühlt, das wussten wir doch im Vornherein. Nichts sagen, abkassieren und sich dann auch noch zum Essen einladen lassen. Tja, ganz der Halbgott in Weiß. Vorsicht. Danke. Danke. Tanja wird schon noch einen Fehler machen. Fragt sich nur wann. Entschuldige bitte. Von Anstetten. Hallo. Nein, Sie stören ganz und gar nicht. Hallo, Prinzessin Leia. Warum hast du mich nicht geweckt, als du aufgestanden bist? Weil du so süß geschlafen hast. Weißt du, wo ich jetzt gerne wäre? Irgendwo auf einer Südseeinsel, ganz alleine mit dir. Wollen wir im Internet nachschauen, ob wir irgendwo unsere Trauminsel finden? Computer sind schon was Tolles. Ich meine, sonst wären wir nie zusammengekommen. Felix. Schicker Wagen. Den Sie sich auch bald leisten können, Ach ja? falls wir ins Geschäft kommen. Also steigen Sie ein. Warum wollten Sie mich unbedingt treffen? Unsere nette Golfpartie gestern hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich wusste, dass Sie ein intelligenter Mann sind. Gregor? Sie sind noch immer an Beweisen gegen Tanja interessiert? Selbstverständlich. Aber wer garantiert mir, dass Sie mich nicht früher oder später auch aus dem Weg räumen? Leute, die für mich arbeiten, liegen in der Karibik am Strand und nicht tot in der Badewanne. Also wie es ist. Also gut. Ich besorge Ihnen alle Informationen über Tanja. Und Sie akzeptieren meine Bedingungen. Dann mal raus damit.